Bei Schamlippenkorrektur handelt es sich oft um eine Verkleinerung der Schamlippen oder um eine Angleichung der Schamlippen bei einer Asymmetrie. Die Schamlippenkorrektur ist für Patientinnen geeignet, die Punkt A mit der Ästhetik nicht zufrieden sind, das heißt mit dem Aussehen von Schamlippen, wenn die zu groß sind oder ungleich sind, und wenn sie Beschwerden haben, ne? Zum Beispiel beim Sport, beim Geschlechtsverkehr kommt es häufiger in so einem Fall zu Brennen, zu Mikrotraumen, kleinen Verletzungen, die einfach zu unangenehmen Beschwerden in diesem Bereich führen. Am OP-Tag kommen Sie in die Klinik, in der Regel morgen früh. Sie bekommen eine Salbe, die Sie auf den Bereich auftragen müssen, im Prinzip auf die Schamlippen. Diese Salbe wirkt circa eine Viertelstunde. Danach können Sie schon mitkommen in OP und da würden wir mit der Operation beginnen. Die Operation selbst verläuft in der örtlichen Betäubung, das heißt, Sie schlafen nicht, Sie brauchen keine Narkose, sondern das Betäubungsmittel wird einfach im Bereich der Schamlippen und in diesem Bereich sozusagen drumherum eingespritzt. Und sobald Sie nichts mehr in dem Bereich fühlen, keine Schmerzen, dann können wir mit der Operation beginnen. Nach der Operation bleiben Sie ca. 1 bis 2 Stunden in unserer Klinik. Und sobald es Ihnen wieder gut geht und Sie sich fit fühlen, in der Regel passiert das sehr schnell, können Sie auch schon nach Hause gehen. Die Kosten für diese Operation hängen oft auch von der Ausprägung des Befundes ab und beinhalten immer Vorgespräche, OP-Aufklärung, Operation selbst, Nachbetreuung nach der Operation und natürlich die ganze Nachsorge nach der Operation. Die Kosten betragen ca. 2.200 €. Am OP-Tag empfehlen wir unseren Patientinnen auf jeden Fall mehr Ruhe zu haben, liegen zu bleiben. Ab dem 2., 3. Tag nach der Operation können Sie auch, je nachdem, was Sie beruflich machen, auch schon arbeiten gehen. Für insgesamt 6 Wochen empfehlen wir eine Belastungspause, kein Fahrradfahren, am besten Sport auch vermeiden. Und nach 6 Wochen können Sie wieder alles ganz normal machen und normal leben. Dasselbe gilt übrigens auch für Geschlechtsverkehr. Da empfehlen wir auch, Geschlechtsverkehr für ca. 6 Wochen zu vermeiden. Nach der Operation empfehlen wir auf jeden Fall unseren Patientinnen Schmerzmittel zu nehmen. Diese sind aber in der Regel nur für den OP-Tag und für den Tag nach der Operation erforderlich. Ansonsten ist das relativ schmerzfrei. Bei der Operation gehören eigentlich auch ganz allgemeine Risiken, über die wir sonst aufklären, für auch die anderen Operationen. Das ist sowas wie Blutung, Nachblutung und geringe Sensibilitätsverlust im Bereich der Narben.